Die besonderen Garagengeschichten von Zweirad-, Vierrad-, Rennfahrzeugen, Sportwegen, Oldtimer, Sonderfahrzeugen sowie Skurriles der Mobilität. Dienstag, Donnerstag und Sonntag dreimal in der Woche für euch auf www.dv22.tv. Diesen Bericht präsentiert euch Autohaus Strasser in St. Gertraudi mit den Marken VW, Seat, Cupra, VW Nutzfahrzeuge sowie die Servicestation von Skoda und Audi. Ja, Matthias, die Teile von diesem Fahrzeuge, die wird bei euch alles gelagert, sämtliche Produkte, die was ihr da habt. Und das ist dein Modell. Was ist das, Anna? Das ist ein Steyr-Buch 500 Kombi. Den kennen die meisten Leute, wie vorher schon gesagt, nicht, weil sie nur einen 700er Kombi kennen. Das heißt, so ab Ende 1958 hat es dann Modelle gegeben, normale 500er. Also der ist wie jeder 500D. Der einzige Unterschied war, dass er eben als 500 Kombi zugelassen war und als 2 bis 4 Sitze im Typenschein angegeben ist und eben das Trenngitter drinnen hat für Ware. Das heißt, zum Beispiel in meinem Fall war der Steyr-Buch 500 Kombi Erstbesitz österreichische Post AG und war ein Postauto. Also wäre ich damals so gewesen wie heute, wäre er heute gelb und mit Postpickerl, aber damals hat mir das Eisblau so gut gefallen, dass ich nicht widerstehen habe können, den Eisblau zu machen. Ja, wunderschöne Farbe und das, was da auch noch top ist, der hat ein Faltdach. Ja, weil ab 1959 hat es ja die Modelle gegeben, die mit dem D, das heißt 500D, und das D steht ja für Dach, das heißt 57, 58, hat nur das Hardtop gegeben. Und das D für Dach bedeutet ja dann, dass du entscheiden konntest, wenn du das Auto bestellt hast, möchtest du ein Hardtop oder ein Faltdach. Aber das, was euch so auszeichnet, ihr beliefert ja weltweit die Ersatzteile von diesen Modellen. Ja, das ist unser täglich Brot und macht uns die größte Freude. Ja. Und wenn jemand ein Teil braucht von irgendetwas von diesen Fahrzeugen, meldet euch bei der Familie. Die haben alles im Regal. Ob die kleinste Dichtung oder den Scheinwerfer oder einen Dacher oder einen speziellen Motor. Papa Boxi macht spezielle Motore. Ja, der Papa hat schon sehr viel Erfahrung. Also ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe. In der Firma habe ich ihn gefragt, woher hast denn du das Wissen eigentlich über die Motoren zum Beispiel? Er hat gesagt, naja, wie ich 18 Jahre alt war und 20, wie ich begonnen habe, ich habe gefühlt jeden Fehler gemacht, den was man machen kann, und darum weiß ich natürlich heute aus dem FF alles, was passieren kann und wo die Fehler entstehen können. Und heute haben wir die unterschiedlichsten Motoren in unseren Autos, also vom normalen 16 PS-igen bis zum DR2 vom Papa, der was optimiert ist, mit Original DR-Teilen natürlich, weil die Buchel hat es ja von 16 bis 40 PS gegeben, modellabhängig. Nochmal zurückzukommen auf euer Teilelager. Ihr versendet das ja weltweit. Woher kommen die weitesten Anfragen? Naja, also wir haben eigentlich Kunden wirklich aus der ganzen Welt. Das heißt, wir liefern jede Woche nach Japan, Afrika, Australien. Es gibt eigentlich fast kein Land, wo wir nicht hinbeliefern, wo es Bucherl gibt. Und was ist dann das Hauptprodukt, was ihr beliefert? Das Hauptprodukt, naja, meistens Verschleißteile natürlich, weil wenn dann die Autos schon zum Beispiel in Afrika lange gestanden sind, dann brauchen die Leute eben Reparatur für den Verschleiß. Das heißt von Bremsen, Geschichteln bis Motorenteile, das was halt verschleißt bei einem Auto. Also das ist von Fiat-Modellen bis hin zum Haflinger. Genau, also wir sind spezialisiert auf den Buch 500, 650, 700, auf den Haflinger und natürlich auch auf den Fiat 500, weil jeder Steyr-Buch ist ja Modell Fiat. Das heißt, wenn du jetzt auf das Emblem vorne schaust, bei jedem Buchauto steht ja Modell Fiat, weil es ja ein Lizenzbau war von Fiat. Nur mit der österreichischen Technik halt. Ich habe das Lager bei euch gesehen. Wie viele Produkte hast du denn da im Lager liegen? Also wir haben ca. 3.500 verschiedene Einzelteile, wovon ca. 1.600 aus unseren eigenen Formen und Werkzeuge kommen, weil der Senior ist ja Kunststofftechniker und Werkzeugmacher, ich bin eigentlich Chemielabortechniker, komme aus der Lacktechnik. Ja, und so haben wir eigentlich ein ziemlich gewaltiges Sortiment mittlerweile aufgebaut und ja, ich glaube, wir können mit dem, was man braucht, die Leute bedienen, weil alles haben wir natürlich nicht, weil dann könnte man ja ein ganzes Auto neu bauen, aber das, was man braucht, das gibt es eigentlich. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einmal so viele Ersatzteile, dass wir ein komplettes Auto aufbauen. Ja, jetzt hast du diesen wunderschönen Kombi und was gibt es noch bei dir? Dann habe ich noch ein Steyr-Buch Haflinger 700 AB, einen zivilen Schweizer. Würde ich euch auch gern zeigen. Ja? Dann gehen wir uns jetzt anschauen. Ja, was natürlich in einer Sammlung mit Buch nicht fehlen darf,
ist das geländegängige Haflinger Modell. Das macht viel Spaß. Das ist das Auto, mit dem ich sogar am liebsten vor alle Autos von uns fahre, weil ich liebe es einfach im Gelände zum Fahren und es macht die größte Freude. Und sicher hat man mit dem Buch 500 auf der normalen Straße den größten Sympathiewert von gefühlt jedem Auto auf die Straßen. Aber mit dem Haflinger hast du einfach das Gefühl von Freiheit, das hast du mit keinem anderen Auto. Also, ja, also ich fahre am liebsten, jetzt ist halt Winter, jetzt ist das Dach drauf, aber normalerweise ist der komplett offen, Windschutzscheibe umklappt und ab in die Pampa und genießt die Zeit. Und so ist auch das im Sommer wie im Winter werden die Buch gefahren. Und wo kann man diesen Haflinger bei euch hier fahren? Es ist ja alles flach, nicht so wie bei uns in Tirol. Das ist leider wahr, also bei uns im Industrieviertel, außer jetzt die Helmsklamm, da hat man natürlich ein Wahnsinns-Hardcore-Gelände, wo sich auch der Haflinger schon speziell bewiesen hat. Aber es ist natürlich jetzt die Realität, wenn du schöne Ausfahrten machen willst mit ein bisschen Geländespaß, dann ist das meistens im Ausland. Also da gibt es auch viele Freundeskreise und Gruppen, die sich dann miteinander organisieren und zusammen nach Kroatien oder Serbien, Albanien. Ja, ich würde einmal sagen, Haflinger Fahrer sind sowieso was Besonderes, weil da ist so ein freundschaftliches Verhältnis untereinander, wie es das wahrscheinlich mit wenig anderen Oldtimer auf der Welt hast. Wie bist du denn zu dem gekommen? Den hat mir auch ein Freund vermittelt, ein Tiroler aus Imst. Hallo Felix, danke noch einmal. Den haben wir vor 3 oder 4 Jahren haben wir den gekauft. Da ist zufälligerweise auch ein ganz besonderer Haflinger, weil Erstbesitz 4104 Kilometer, wie er zu uns gekommen ist. Der Erstbesitzer war der Pierre Tissot, falls da die Uhrenmarke Tissot was sagt. Und ja, das war natürlich besonders schön, so ein Schmuckstück bei uns in der Sammlung begrüßen zu dürfen. Wobei er natürlich bei uns nicht nur herumsteht in der Garage, sondern dementsprechend auch bewegt wird. Ja, tolle Geschichte. Und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir zum Papa, zum Robert. Die Buben sind alle eingedeckt hier bei die Brockschis. Und ich freue mich, dass der Papa noch da ist und der euch unterstützt und er uns jetzt seine wunderschönen Oldtimer zeigen wird. Da bin ich gespannt, was er euch für Geheimnisse jetzt verrät. Ja, und jetzt stehen wir wohl beim wertvollsten Fahrzeug bei der Familie Brockschi hier. Es steht nicht nur Brockschi drauf, es ist auch Brockschi drinnen. Und da haben wir den Bauer, der was diese wunderschönen Fahrzeuge auch hier serviciert, baut und viel Know-how in die Fahrzeuge gesteckt hat. Robert, deine Geschichte, du uns jetzt ein bisschen erzählst. Auf den TR, was ich besitze, weil das ein echter TR ist vom Werk, wo die Fahrgestellnummer und Motornummer nicht nachgeschlagen ist, sondern vom Werk reingekommen ist und wo das Herz, der Motor original ist mit allen Details, die Säle, das Getriebe mit den richtigen Übersetzungen, die Zusatzarmaturen nicht umgebaut, sondern alles originale Armaturen sind mit richtiger Wegdrehzahl, originale VDO, nicht umgepickt oder irgendwas, sondern originaler Buchstoff noch von der Tapezierung, die richtigen Sitzgestelle, das macht mich glücklich. Also sowas findet man nicht mehr alle Tage. Ja, das glaube ich dir. Und es gibt ja so viele, die sagen, Ich habe ich habe einen echten TR. Also der Unterschied zwischen einem echten TR und einem echten TR, das ist Viele schon... glauben halt, dass wenn man TR-Kolben und einen Zenit-Vergaser hat, hat man TR. Nicht? Aber dass es da Feinheiten gibt, habe ich auch YouTube-Videos schon gemacht, wo man technische Information bekommt, von was ist in einem TR-Motor drinnen, welche verschiedenen Tachos gibt es, was für Köpfe, Natrium gefüllt, was für Unterschiede gibt es einfach. Nicht? Und das ist ja bei euch interessant. Ich habe ja einige YouTube-Videos gedreht, wo man nachschauen kann, wie kann ich ein Getriebe reparieren, was kann ich machen bei einer Vorderachse. Das gibt ja sehr viele YouTube-Videos, die was bei euch auf eurer Seite sein. Erzähl, wo kann ich da nachschauen? Na, unter Brockschi gibt es, wie kann man Ventile einstellen, was für verschiedene Köpfe, wie viele verschiedene Kurbelwellen, wie viele verschiedene Bläudeln gibt es, wie erkennt man eigentlich die Teile. Nicht? Und da habe ich einfach Videos gemacht, damit es für jeden verständlich ist, hoffe ich zumindest. Nicht? Wie lange ist denn die Liebe schon zu Buch? Eigentlich, wie ich schon ein Kind war. Mein Vater ist VW, Käfer und Golf gefahren und ich wollte immer einen Puch haben. Und er hat gesagt, das ist ein Arbeiterauto, ein technisch gutes Auto, aber kein Komfort, was ich eigentlich nicht bestätigen kann, weil ich fahre nach Schweden, Malmö 5800, ich bin Frankreich, Schweiz, Deutschland, überall eigentlich auf Achse und das macht Spaß.
Die kennt man auf der ganzen Welt? Eigentlich glaube ich, ja, ich bin auch in viele Clubs international. Ja, sensationell. Wie gesagt, hier dieser Buch 650 DR2, ganz, ganz selten. Und was ist so dein Liebling nach dem? Der 700 Kombi, weil da sind meine Kinder aufgewachsen. Da bin ich mit klappbaren Kinderwagen und verbotenerweise vorn das Baby und hinten die 3 Kinder. Und bin ich nach Bad Schallerbach in Urlaub, weil man nichts anderes leisten konnte auf dem Bauernhof. Wie viel solche Buch hast du schon bei dir hier stehen? Ich sehe ja, wo ich hinschaue. Angemeldet sind ich habe 23 gehabt, jetzt sind nur mehr 18 Nur mehr. Angemeldete. Ja. Und nicht angemeldete? Das weiß ich gar nicht, wie viel ich noch habe. Muss ich nachzählen. Also es gibt da in der hinteren Garage schon noch einige, habe ich gesehen. Auch So im Haus rausfunk. und in Haus, in meinem privaten Haus und in Museen verborgte Fahrzeuge auch. Ja, schön. Und jetzt gehen wir zum Kombi. Den lassen wir uns jetzt auch erklären, wie lange er den schon hat. Und wir haben ja gehört, die Kinder sind da drinnen aufgewachsen. Gehen wir schauen. Das freut mich, ja. Schauen wir. Ja, Buch 1 haben wir schon gehabt, aber das war ein anderes Kennzeichen. Jetzt ist WB. WB, WN, Buch 1. Ja. Früher habe ich MD, BJ 62, war da drauf, Baujahr 62. Jetzt habe ich Buch 1. Und das ist das Fahrzeug, mit dem ihr in Urlaub gefahren seid, ein Kombi. Mit Also Originaldichtungen von 1962. Das ist ungeschweißter Originalzustand, unfallfrei. Also das ist wirklich mein Schatz. Aber ich bin ganz stolz auf so ein unberührtes Auto. Leider ist er lackiert worden vor über 30 Jahren. ja, das kann ja mal sein. Und der Motor ist noch der Originale oder ist das ein bisschen Ja, hergekriegt? der Originale ist in der Stolage. Also da habe ich schon ein bisschen mehr PS drinnen. Also Reservemotor haben wir da, falls einmal irgendetwas sein Schade, sollte. wenn der kaputt wird, da ist ein anderer drinnen. Der Originale ist in der Stolage mit der Nummer. Und den bewegst du auch noch? Ab und zu, ja. Aber wohl nicht viel. Also nicht mehr mit der ganzen Familie in Urlaub. Nein, nicht mehr. Früher bin ich gefahren, aber heute bewege ich ihn wirklich viel zu wenig. Also Sie hätten auch gar nicht mehr Platz. das ist wahr. Meine 4 Söhne geht sie nicht mehr aus. Früher da war der Klapp da hinten drinnen, das Kinderwagerl geklappt, 3 Kinder und vorne verbotenerweise das Baby bei meiner Frau. Und so sind wir in Urlaub nach Bad Schallerbach gefahren. Auch mit einem Buch möglich. Kombis sind natürlich, kann man sagen, bald noch seltener als wieder normale. An die 100 Stück existieren angemeldet. Aber ich habe auch ein 700e. Ja, Robert, da haben wir jetzt 2 verschiedene Modelle, schauen gleich aus, aber sind unterschiedlich. Ja, der 700e Economy hat 19,8 PS, statt der normale hat 25. Motorisch ist eigentlich auch 650 Kubik, nur hat einen anderen Vergaser, ist ein bisschen gedrosselt. Und der 3., 4. Gang ist kürzer übersetzt. Karosserie, alles gleich. Alles gleich. Nur ist halt wirklich nur kurz produziert worden aus steuerlichen Gründen und gibt es auch heute. Mir sind 6 Stück bekannt. Also auch selten und wertvoll. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, wenn man da so sich befasst mit diesem Buch, dann lernt man ja viele Leute kennen, viele Freunde kennen, viele Clubs. Bist du auch in so Clubs mit dabei? Ich bin international. Ich bin nicht nur eine Clubleiche, ich bin auch ab und zu auch auf die Clubabende. Und du fährst zu den Ausfahrten hin, machst du Klassikausfahrten auch mit? Das weniger, aber im Club bin ich schon. Also ob ich jetzt im deutschen Club oder Kärntner Club oder verschiedene, Wiener Club. Wenn man jetzt das hört, 19,8 PS, 25 PS, Ich habe sogar 51,4 PS. da hat man schon einen ganz schnellen gehabt. Und dann habe ich gehört, gibt es da herinnen einen Buch, der hat ein bisschen über 100 PS. Na, den haben wir gedrosselt auf 97 PS und 106 Newtonmeter bei 5000 Umdrehungen. Das ist mein stärkster Motor. Aber der hat 100 PS gehabt am Prüfstand. 102. Und das mit Vergaser, nicht mit Einspritzung. Das ist schon bemerkenswert. Erstens bemerkenswert, und ich habe das noch gar nicht gehört. Gibt es einen, der was über 100 PS hat? Der, was mir gebaut hat, der hat die Ahnung davon. Und da habe ich ein Video gekriegt von dir, 167 km/h. Na, der hat nicht so viel PS. Da war halt nur Test. Okay. Da wollte ich wissen, wie viele Sekunden brauche ich von 120 auf 160. Und das sind um die 8 Sekunden. Und vorher habe ich da fast 20 Sekunden gebraucht. Aber mit einem Motor, der was nicht einmal 50 PS hatte. Ja, die Szene im Motorsport, mit denen, wie man schon hört und sagt, das beliebteste Rennfahrzeug ist immer noch der Buch.
Ja, weil er schnuckelig klein ist, aber doch was dahinter hat. Nicht? Also, es macht ja Spaß, wenn man in Kurven, ich bin nicht Rennfahrer, aber es gibt Leute, die was gut fahren können und das macht, wenn da ein Sportwagen dahinter ist und der braucht Anstrengung, dass er überhaupt vorkommt, das macht Freude. Ja, wie gesagt, wir sind heute hier da bei der Familie Bogschi und ich sage, das war eine tolle Geschichte heute, es hat mir sehr gut gefallen und wenn der ein oder andere, wie gesagt, ein Teil braucht oder eine Information braucht, bitte meldet euch beim Robert, der gibt euch Auskunft in allen Details, in allen Wartungen und in allen Servicemöglichkeiten. Und das ganz, ganz Wichtige ist, er hat Teile, falls einer ein wichtiges Teil braucht, das was es nicht mehr gibt. Bei ihm gibt es dieses Teil. Auch wenn ich die Firma meinen Söhnen schon übergeben habe, mich kann man Samstag, Sonntag, Feiertag anrufen. Wenn ich nicht kann, ich rufe immer zurück. Das ist ein wahrer Fan der Buchszene. Robert, hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Wird nicht die letzte Serie sein, die was wir hier drehen. Wird immer mehr und immer neuere Dinge geben. Und da freuen wir uns schon, wenn wir beim nächsten Mal hierher kommen und das ein oder andere neue Auto sehen. Robert, hat mich gefreut. Danke vielmals, dass ich da sein durfte. Danke. Hat mich auch gefreut. Schaut rein auf MySport, MyStory TV22. Wir berichten täglich für euch und seid hautnah am Geschehen. Abonniert euch gratis und bekommt immer die neuesten News auf unseren etwas anderen TV-Sender. Unter www.mysportmystory.com sowie unter tv22.tv. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Euer Moderator Dietmar Brückel.